Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil unserer einführenden Videoserie, präsentiert vom Gnossischen Kulturverein Samay Lakshmi, für heute aus der Schweiz, aus der Nähe von Basel. Im ersten Teil haben wir über die Definition der Gnosis gesprochen. Einen Link zu dieser ersten theoretischen Erklärung finden Sie in der Videobeschreibung und am Ende von diesem Video. Wir wollen in diesem zweiten Teil tiefer in historische Erscheinungsformen der Gnosis eintauchen, kulturelle Erscheinungs- und Ausdrucksformen, hinter denen sich, wie wir bereits im ersten Teil erwähnt haben, die gleichen universellen Prinzipien, die identischen universellen und zeitlosen Mysterien der Schöpfung verbergen. Dieses Wissen war nie nur theoretisch, sondern hat seine Adepten immer dazu eingeladen, Theorie und Praxis zu vereinen. Gemäß den Prinzipien dieser Lehren gibt es eine materielle Welt und eine geistige Welt. Die Dualität von Gut und Böse im Kern dieser materiellen Welt ist nur eine von vielen, vielen Manifestationen dieser Realität. Und wenn sich die menschliche Seele zwischen Materie und Geist befindet, hat sie die Möglichkeit, sich durch das Studium und die Erkenntnis des Selbst zu regenerieren. Dies ermöglicht das Aufblühen der eigenen höheren Natur, das Erwachen. Gemäß Überlieferungen der alten Völker führt diese Transformation zur spirituellen Erhebung des Individuums und folglich zur Geburt dessen latenten Fähigkeiten und zur direkten Erfahrung der Realität oder Offenbarung, hervorgerufen durch eine bewusste psychologische Reinigung des Individuums. Im Laufe der Jahrhunderte haben zahlreiche animistische, mystische und religiöse Strömungen versucht, die sogenannte alte Fackel der Weisheit am Leben zu erhalten. So war es zum Beispiel auch zur Geburtsstunde dessen, was wir heute das Urchristentum nennen, doch dazu später mehr. Während des Mittelalters hat dieses Wissen die Form vieler verschiedener Studienbereiche angenommen. Paracelsus zum Beispiel, Ende 1400 in Einsiedeln in der Schweiz geboren und bis heute einer der wohl berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt, schrieb in seinem Buch Paragranum kurz und knapp: Lerne die Kabbalah, sie erklärt alles. Unter den Studienbereichen während des Mittelalters also der Kabbalismus, die mehrdimensionale Struktur menschlicher und universeller Kosmen, die Alchemie, das höhere Studium chemischer Prinzipien und ihre Mutationen innerhalb des menschlichen Körpers und innerhalb der Natur, und auch die Astrologie. Innerhalb zahlreicher unterschiedlicher Orden und Bruderschaften wurden Themen wie diese eingehend untersucht und weitergegeben. Einige dieser Themen, die wichtigsten, vertiefen wir in unseren ersten Kammern. Wenn Sie sich dafür interessieren, schreiben Sie uns eine E-Mail an samaylakshmischweiz@gmail.com. Erste Kammern finden online statt oder in Basel, in Zürich und bei Bedarf auch in Bern. Was wir heute als Parapsychologie kennen, Esoterik, Spiritualismus, traditionelle Medizin und Naturheilkunde, das Studium von Träumen, Astralprojektion, die kosmischen Wissenschaften, Kampfkünste, Meditation, Yoga und all diese Lehren, die wir in den modernen Schulen finden können, sind Ausläufer und Überbleibsel dieser uralten Fackel der Weisheit, die als Gnosis bekannt ist und die auch heute ganzheitlich wieder zugänglich ist. Lassen Sie uns jetzt ein wenig über Religion sprechen.
Seit den Anfängen der Antike und in unserer gesamten Geschichte hat der Mensch das Göttliche in sich gesucht, innerhalb der Natur und innerhalb der gesamten Schöpfung. Er hat versucht, sich mit etwas Unbeschreiblichem, Unsichtbarem zu verbinden. Weil der Mensch im Kern seiner Hingabe immer gespürt hat, dass etwas Größeres existiert. Etwas, das seine Bewunderung und sogar seine Verehrung verdient. So wurden die großen Religionen geboren. Im Allgemeinen durch das Opfer außergewöhnlicher Wesen, die die Menschheit unterwiesen haben. Es wurden einzigartige Schriften gegeben, Bücher geschrieben und wundervolle Tempel errichtet. Heiligtümer des Friedens und des Gebets. Die großen griechischen Philosophen, die ägyptischen Hierophanten, die indianischen Schamanen, die hinduistischen Mystiker, die asiatischen Weisen, die afrikanischen Animisten, die zoroastrischen Magier, die nordischen Druiden, die christifizierten Meister. Eine solche Vielzahl großer Wesen gehörte zu den großen Zivilisationen der Geschichte. Viele Tempel und Heiligtümer schwingen bis heute mit dem Echo ihrer Weisheit. Es gibt eine Vielzahl schöner und großartiger Wahrheiten im Christentum, im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus, im Judentum. So viele Wahrheiten, ähnlich denen der älteren, heute schon vergessenen Religionen. Gnosis versucht nicht, jemanden zu bekehren. Es geht vielmehr darum, menschliche Wesen mit edlem und reinem Herzen zu verbinden, mit all jenen, die genau daran arbeiten möchten. Zuerst indem gelernt wird, was alle großen Religionen im innersten Kern gemeinsam haben und hatten, das große Arkanum. Und dann, indem die praktische Gnosis es jedem Einzelnen erlaubt, seine direkten Erfahrungen mit seiner eigenen Religion zu vertiefen, um auf seinem eigenen Weg voranzuschreiten und zu enthüllen, was verloren gegangen ist, weil Zeit und Ignoranz verfälscht haben, was die Gnosis wieder ans Tageslicht bringt. Denn, um mit einem Zitat von einem dieser großen Wesen, von denen wir gerade gesprochen haben, zum Schluss dieses zweiten Teils zu kommen: Alle Religionen sind kostbare Perlen am goldenen Faden der Göttlichkeit. Gut, soweit mit einer weiteren theoretischen Erklärung, was Gnosis ist. Mehr erfahren Sie in unserer ersten Kammer, auf unserer Webseite, im ersten Teil oder im nächsten kleinen Video. Wenn Sie sich für die lebendige Gnosis interessieren, für eine erste Kammer, online, in Basel, in Zürich, bei Bedarf auch in Bern, schreiben Sie uns eine E-Mail an samaellakshmischweiz@gmail.com. Bleiben Sie gesund, physisch, psychologisch, spirituell, und im Namen des Gnossischen Kulturvereins Samael Lakshmi Schweiz verabschiede ich mich von Ihnen aus der Nähe von Basel. Auf Wiedersehen!